Ich verstehe, dass die Menschen im Land einen Politikwechsel wollen, und zwar ganz dringend. Und ich verstehe, warum die CDU jetzt einschwenkt in wesentlichen Bereichen auf die Politik, die wir die ganze Zeit schon gefordert haben, im Bereich der Migrationspolitik, im Bereich der Kernenergie, beim Lieferkettengesetz, das Sie eingeführt haben. Das wollen Sie jetzt wieder abschaffen. Die Grenzen haben Sie geöffnet, die wollen Sie jetzt wieder schließen. Das ist, was die Menschen interessiert. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt mal ehrlich, worin unterscheiden sich CDU und AfD wirklich? Bei Maischberger flogen die Fetzen, aber das Unglaublichste war, wie Beatrix von Storch permanent unterbrochen wurde. Sandra Maischberger ließ sie kaum ausreden, während Philipp Amthor die CDU als Retter der parlamentarischen Kultur darstellte. Doch Frau von Storch hat ganz klar gezeigt, wo die CDU eigentlich steht, nämlich mitten im grünen Lager. Warum eine Stimme für die CDU am Ende nur Habeck im Amt hält und Deutschland in den Abgrund führt, darüber reden wir heute. Eure Meinung ist gefragt. Was sagt ihr zu dieser Diskussion? Findet ihr es auch unfassbar, wie Maischberger Frau von Storch behandelt hat? Schreibt's in die Kommentare. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr keine spannenden Analysen verpasst. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Auf geht's! Beide sind sie 2017 in den Bundestag eingezogen. Die Fraktionen sitzen rechts nebeneinander. Wenn die Kameras mal aus sind, Herr Amthor, gibt es Kontakte, gibt es Gespräche, gibt es Verbindungen? Ja, da gibt es meistens Kopfschütteln, ehrlicherweise. Auch wenn die Kameras aus sind? Ja, also offen gesagt, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich nicht allein der Grund, weshalb man Kritik an der AfD haben sollte. Das würde ich ja inhaltlich begründen, aber die Art und Weise dessen, wie man sich im Parlament da aufführt, da kann ich sagen, das, was an Ressentiments vom Rednerpult kommt, das ist noch ein kleiner Ausschnitt nur von dem, was man da sonst so an unqualifizierten Zwischenrufen hört. Und dem Klima im Bundestag tut es sicherlich nicht gut. Ich meine, wenn ich mir das mal vor Augen führe, die Zahl allein der parlamentarischen Ordnungsmaßnahmen, die ist jetzt so hoch durch die AfD-Bundestagsfraktion, so oft wie da eingeschritten werden musste, so hoch wie in den letzten 5 Wahlperioden zusammengenommen. Das ist eine absurd hohe Zahl und dem Klima im Bundestag hat es jedenfalls nicht gut getan. Für Argumente und Streit in der Sache habe ich immer ein offenes Ohr, aber für die Umgangsform im Parlament weiß ich nicht, so würde sich irgendwie, glaube ich, niemand zivilisiert streiten und ich glaube, das tut dem Parlament auch nicht gut. Frau von Storch, die Ordnungsrufe, das ist tatsächlich gezählt worden. Es gab 2 Wahlperioden zwischen 2009 und 2017. Da waren es insgesamt 3 in 2 Legislaturperioden. In dieser Legislaturperiode, Stand Oktober, sind es 110. Davon gingen... Freut Sie das? Ich höre Ihnen nur zu. 72 davon gingen an die AfD. Sie sind auf Platz 2 mit 14 Ordnungsrufen. Vor Ihnen ist nur noch der AfD-Kollege Herr Brandner. Können Sie sich nicht beherrschen oder machen Sie das, weil das auf Social Media einfach super trendet? Nein, ich meine, man muss sich mal ganz genau angucken, wofür wir Ordnungsrufe bekommen. Ich habe mehrere dafür bekommen, dass ich Markus Ganserer gesagt habe. Dafür habe ich auch Ordnungsgeld von 2.000 € bezahlt. Ich habe einen Ordnungsruf dafür bekommen, dass Markus ich die Kollegen Ganserer als Heuchler bezeichnet habe. Also das heißt, es werden Ordnungsrufe erteilt. Ja, Sie können das alles korrigieren. Ich versuche ja nur zu erklären, für was ich die Ordnungsrufe bekomme. Und ich glaube, dass ein größerer Teil davon nicht angemessen ist. Wir sind weit weg von der Art und Weise der Auseinandersetzung, die es damals mit Herrn Wehner gegeben hat. Ich glaube, der liegt noch unangefochten vorne dran. Also ich glaube, man muss in einen ordentlichen Ton, sage ich mal, führen, dass die Zwischenrufe irgendwie unzivilisiert seien oder sowas, wenn man sich das anguckt, wofür die zum Teil verteilt werden. Ich glaube, das ist ein bisschen hanebüchend. Ja, ich will nur mal sagen, also ich glaube, es verniedlicht jetzt die AfD, wenn wir uns jetzt über Umgangsformen im Parlament nur unterhalten. Sie haben gefragt und ich habe geantwortet, was Sie gefragt haben. Ich will nur sagen, dieses Argument ist natürlich die typische Opferrolle. Man kassiert die ein, die werden dann so stolz an der Brust getragen. Ich weiß nicht, Herr Brandner und Sie konkurrieren noch drum, wer hat die meisten. Sie können gegen jeden von denen, wenn Sie sagen, die sind unverhältnismäßig, die sind unrechtmäßig, Sie können gegen jede Ordnungsmaßnahme... Habe ich schon gemacht, habe ich sogar schon gewonnen. Ja, haben Sie gemacht? Habe ich gemacht und sogar gewonnen. Ja, Sie haben überwiegend aber verloren, weil die Großzahl die Mehrzahl der Ordnungsrufe im Parlament eben ja auch rechtmäßig ist. Und ich meine, das ist doch so ein ganz simpler Punkt, sich jetzt hier hinzustellen, sich da zu rechtfertigen, anstatt einfach mal zu sagen, ja, zivilisierter Streit würde der Demokratie gut tun. Ich finde, das ist irgendwie ein Punkt, den man von denen, die sich konservativ nennen, irgendwie auch erwarten könnte. Reden Sie denn manchmal mit den Kollegen von der CDU? Das war ja die Eingangsfrage an Herrn Amthor. Wenn die Kameras nicht
dabei sind? Also wir haben eben gerade ganz zivilisiert miteinander gut, gesprochen, während wir hier wir sitzen so, jenseits der Kamera war die Frage und wir haben ganz normal miteinander geredet. Das findet durchaus statt. Das hat zwischen uns gerade stattgefunden. Das findet auch mit dem einen oder anderen statt. Nicht mit jedem, nicht überall, nicht immer, aber das gibt es natürlich. Also das ist natürlich jetzt so ein bisschen zur Schau getragene Theatralik zu sagen, das geht gar nicht und das ist alles mal ganz schlimm und so weiter. So also im Bundestag wirkt es ein bisschen schwieriger. Alice Weidel sagt, der Wählerwille ist ja sehr klar. Man will eine große Koalition zwischen AfD und CDU. Das sagen ja manchmal auch in den östlichen Bundesländern Kollegen in der CDU. Ist die AfD für Sie keine Partei wie jede andere, dass Sie sagen, mit denen wollen wir nicht und warum? Sie ist keine Partei wie jede andere und das ist auch nicht der Wählerwille, sondern das ist vielleicht ein Traum von Frau Weidel. Mit dem Wählerwillen hat es nichts zu tun. Auch die Wähler der Union sind sehr klar, dass sie einen Politikwechsel in Deutschland wollen. Sie wollen nicht weiter mit dieser linken Ampelpolitik, die wir erlebt haben, aber sie wollen jetzt auch nicht, dass man irgendwie dem Populismus der AfD Tür und Tor öffnet. Und ich finde, wir müssen da sehr, sehr klar sein. Es geht ja nicht darum, dass einzelne Positionen zwischen CDU und AfD überschneidungsfähig werden. Es geht auch nicht darum, dass einzelne Wähler, und da würde ich sehr stark differenzieren, ja legitime Anliegen haben, wenn sie die AfD wählen. Aber das große Problem sind die Funktionäre und die immer weitere Radikalisierung dieser Partei. Ich meine, schauen Sie sich das an. Wir haben gesehen, Lucke, Meuthen, Petri, die alle haben die Partei quasi aus Frustration verlassen. Wir sehen eine immer weitere Radikalisierung. Der führende Kopf dieser Partei ist Björn Höcke. Und wir sehen auch, dass es eine klare Agenda gibt gegen die Spielregeln der parlamentarischen Demokratie. Die AfD, die freut sich daran, wenn es Deutschland schlecht geht. Sie delegitimiert unsere staatlichen Institutionen. Und wer nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, kann für uns kein Partner sein. Und ich sage, da kann man auch nicht differenzieren. Denn wer sich nicht von Extremisten abgrenzt, ist nicht besser als die Extremisten selbst. Und dass solche Leute in Deutschland Verantwortung übernehmen, dafür ist die CDU nicht zu haben. Tatsächlich gibt es immer wieder, Frau von Storch, Vorkommnisse. Also zuletzt waren es die SS, die sächsische Separatisten. Da sind 8 Menschen festgenommen worden. 3 davon waren Mitglieder der AfD. Einer von ihnen war Stadtrat für die AfD. Er ging mit gezogener Waffe auf Beamte los. Vor Gericht stehen auch gerade die Reichsbürger. Dabei ist auch eine ehemalige AfD-Kandidatin, AfD-Politikerin dabei. Bundestagsabgeordnete. Solange Sie eben dann doch immer noch diese Extremisten in Ihren Reihen haben oder sie anziehen, verstehen Sie, dass keiner mit Ihnen eine Koalition bilden möchte? Ich verstehe, dass die Menschen im Land einen Politikwechsel wollen, und zwar ganz dringend. Und ich verstehe, warum die CDU jetzt einschwenkt in wesentlichen Bereichen auf die Politik, die wir die ganze Zeit schon gefordert haben. Im Bereich der Migrationspolitik, im Bereich der Kernenergie, beim Lieferkettengesetz, das Sie eingeführt haben. Das wollen Sie jetzt wieder abschaffen. Die Grenzen haben Sie geöffnet, die wollen Sie jetzt wieder schließen. Das ist, was die Menschen interessiert. Und den Prozess, den Sie gerade angesprochen haben, seit 40 Tagen Prozess gegen die Reichsbürger, kein Menschen scheint das mehr zu interessieren, obwohl die größte Gefahr der Republik dort verhandelt wird. Es gibt einen interessanten Weltartikel dazu. Also ich will nur sagen, das, was die Menschen tatsächlich interessiert, ist, dass es einen Politikwechsel gibt, weg von der grünen Politik hin zu einer Mitte-Rechts-Koalition. Und deswegen ist die wichtigste Frage, die die CDU beantworten muss, mit wem will sie das dann umsetzen, wenn sie nur mit Grünen und Roten verhandeln kann. Die werden wir gleich beantworten. Würden Sie mir den Gefallen tun, trotzdem auf die sächsischen Separatisten einzugehen? Und auf das Gewaltpotenzial, das da zutage getreten ist? Das Gewaltpotenzial, das es in dieser Republik gibt, das sehen wir jeden Tag. Das sehen wir jetzt wieder auf den Weihnachtsmärkten, das sehen wir auf den Straßen, das sehen wir bei den Forderungen von Kalifaten, das sehen wir bei Massengebeten, das sehen wir bei der Schützung unserer Weihnachtsmärkte jetzt besonders eindrücklich. Also das heißt, die Gefahr, die tatsächlich da ist, die kommt nicht von den sächsischen Separatisten oder von wem. Das muss aufgeklärt werden, was dort passiert, ist doch überhaupt gar keine Frage. Aber jetzt so zu tun, als wäre das, was die Menschen in diesem Land gerade bewegt, geht am Thema vorbei. Es tut mir leid, wenn ich darauf bestehe. Ich habe die Frage gestellt, ich hätte gerne eine Antwort. 3 von 8 sind AfD-Mitglieder, einer noch bei der Jungen Alternative. Das ist in der Tat aufzuklären. Es hat nie einer was dagegen gesagt, was dort tatsächlich passiert ist. Immer wieder vorkommt. Das ändert nicht die Republik. Wir reden, wie vorhin auch, wir reden an den Themen der Republik vorbei. Wenn es dort Fälle gegeben hat, die mit uns in Verbindung stehen, dann wird das aufgeklärt. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das bestreitet niemand. Ja. Das redet keiner schön. Da will keiner drum herum. Aber das Land schleudert gerade in den Abgrund. Und darüber müssen wir reden. Und das tun wir nicht. Und die CDU verspricht einen Politikwechsel, den sie nicht durchsetzen kann, wenn sie mit den Grünen oder mit den Roten in die Partnerschaft geht. Frau von Storch, wir hätten uns doch diese 5
5 Minuten jetzt Ablenkungsmanöver sparen können und in der Sache streiten können, wenn Sie einfach mal sagen würden, Ihnen ist das peinlich, dass die frühere Bundestagskollegin Malzack-Winkemann, dass die vom Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Untersuchungshaft geschickt wurde, wegen staatsgefährdender Delikte. Die sitzt da seit Monaten in Untersuchungshaft, ist Ihre frühere Bundestagskollegin. Und Sie könnten einfach hier in der Sache diskutieren, indem Sie einfach mal klar sagen, sowas geht nicht. Und da hat die AfD keine Relativierung dafür. Und dass Sie dazu nicht in der Lage sind, zeigt, wessen Geisteskind Sie sind, dass Sie am Ende nämlich billigend in Kauf nehmen, dass Extremisten Ihre Partei wählen und dass Sie sich da nicht abgrenzen können, hat nichts damit zu tun, dass das irgendwas wäre, was Deutschland jetzt bräuchte. Denn was Deutschland braucht, ist eine klare Kante gegen Straftaten und Extremismus, auch in Ihrer Partei. So, wir kommen zu den Sachfragen. Vielleicht, weil Sie gesagt haben, die Republik tatsächlich beschäftigen auch andere Fragen. Darf ich Sie mal im Abgleich mit Ja oder Nein... Ich darf dazu noch ganz kurz was sagen. Ja. Bitte sehr. Wenn es darum geht, sich zu entschuldigen oder es Peinlichkeit zu nennen, vielleicht sollte die CDU sich mal entschuldigen, vielleicht sollten Sie sich mal entschuldigen für 16 Jahre Merkel-Regierung. Denn die Probleme, die wir heute haben, sind angelegt in der Zeit, die Angela Sie, Merkel in der Sie sitzt aber nicht im regiert haben. Untersuchungshaft, anders als Ihre Kollegin. Und das zu vergleichen ist unverschämt. Über diese Politik in diesem Land. Ich glaube, das ist genau das, was die Menschen draußen in diesem Land interessiert. Wirklich, das zeigt, das hat kein Niveau. So, also, darf ich Sie mal bitten, weil es ja mal heißt, es gibt sehr viele Überschneidungen, auch in Positionen zwischen CDU und AfD. Das geht mit Ja oder Nein, jede einzelne Frage. Sollte Deutschland mehr Milei und Musk wagen, wie Christian Lindner sagt? Deutschland braucht eine Staatsreform. Wir müssen anfangen, bei uns selber zu sparen. Wo ist das Ja oder das Nein in der Antwort? Ja, wir brauchen Friedrich Merz und nicht Musk oder Milei. Das ist auch kein Ja oder Nein. Schaffen Sie es? Unbedingt ja. Soll das Heizungsgesetz der Ampel weg? Auf jeden Fall soll das Heizungsgesetz weg. Ja. Und zwar schon immer. Dann müssten wir es ja nicht abschaffen. Ist der Klimawandel menschgemacht? Selbstverständlich. Den Klimawandel hat es auch schon vor der industriellen Revolution gegeben. Also ist der Einfluss, den wir jetzt üben können, viel zu gering, als dass wir diese Milliarden und Billionen dafür aufwenden. Ja oder nein? Es hat ihn immer schon gegeben, auch schon vor den Menschen. Wahrscheinlich hat der Mensch auch einen Einfluss, aber es geht um die Frage, ob der Mensch einen Einfluss darauf hat, das zu stoppen. Darüber reden wir ja. Okay. Wäre es schlecht für Deutschland, wenn Robert Habeck noch mal Wirtschaftsminister wird? Gut wäre es nicht. Es wäre eine Katastrophe und die Tatsache, dass das nicht ausgeschlossen werden kann, ist, glaube ich, ein echtes Dilemma, in dem die CDU steht. Soll Deutschland zurück zur Atomkraft, ja oder nein? Absolut ja. Der Ausstieg, den die Frau Merkel beschlossen hat, ist natürlich falsch gewesen. Muss die Schuldenbremse reformiert werden? Nicht zwingend. Da haben wir es. Ja, da haben wir es. Ja, das ist Differenzierung, das ist nicht Differenzierung, sondern das ist das Tür offen halten, um Politik zu finanzieren, für die kein Geld mehr da ist. Schaffen Sie es mit Ja oder Nein? Selbstverständlich. Die Schuldenbremse muss erhalten bleiben. Und wenn man das nicht natürlich soll sie erhalten bleiben. Das genau, ja und Sie können das auch reformieren nennen, verändern können. Es heißt, Sie machen die Tür auf, um die Schuldenreform zu schleifen. Und das ist eine Katastrophe mit Ansage. Nein, das stimmt doch nicht. Also wir können ja in der Sache, die Frage ist, das muss dann schon mal sein, wenn ich hier schon so differenziert antworte, Sie sollten ja natürlich einen starken Unterschied machen. Ja, Frau von Storch, das ist das Problem. Die Komplexität der Bundesrepublik ist halt manchmal mehr als Ja und Nein. So. Und so ist es bei der Schuldenbremse auch, dass die Länder da eine andere Perspektive haben, als der Bund ist nachvollziehbar. Für den Bundeshaushalt muss man auskommen mit dem Geld, das er hat. So, braucht Deutschland wieder eine Wehrpflicht? Ja. Ja. Freuen Sie sich auf den Präsidenten Trump? Naja, kommt jetzt. Das ist auch kein Ja oder Nein, ne? Ja, Freude. Ich freue mich, wenn Friedrich Merz Bundeskanzler wird. Ach ja, das haben Sie aber schon gesagt, Herr Amthor. Ich freue mich, ja. Ist es gut, dass Olaf Scholz mit Wladimir Putin telefoniert hat? Selbstverständlich. Telefonieren kann er, das kann man immer. Ergebnisse gebracht hat es nicht und das hat die europäischen Partner stärker auseinandergebracht. Wir brauchen jetzt keine Alleingänge. Ich mache keine Ja- oder Nein-Fragen mehr, Frau von Storch. Die AfD sagt, also Alice Weidel... Das ist eine gute Lehre allgemein für Talkshows mit Ja- oder Nein-Fragen. Nein, es ist manchmal ganz gut, um Positionsbestimmungen zumindest in kurzer Form klarzukriegen. Die AfD kann das alles beantworten. Ich glaube, es war jetzt nicht so schlecht nur umsetzen für einen Eindruck für alle, die uns zusehen. Frau von Storch, Alice Weidel sagt, Merz möchte Kriegskanzler werden. Herr Kropala sagt, wer Merz wählt, wählt den Krieg. Meinen Sie das ernst? Wir meinen, dass die Lieferung und die Debatte um die Lieferung von Taurus schon eine Riesenkatastrophe ist. Taurus, wenn wir Taurus liefern, bedeutet das, dass wir auch deutsche Soldaten liefern müssen, die nämlich bedienen können. Und dann sind wir unmittelbar im Krieg mit Russland. Und das ist, glaube ich, nicht das, was man wollen kann, wenn man verantwortliche Politik macht. Wählt den Krieg?
Ja, das ist die Kurzfassung davon. Das heißt, wenn Herr Merz durchsetzen kann, dass wir Taurus liefern, dann liefern wir Taurus-Raketen und wir liefern die Soldaten, die sie dann bedienen. Und dann werden mit deutschen Soldaten und deutschen Waffen Russland angegriffen. Ich glaube, das ist eine Katastrophe und das müssen wir den Leuten ganz klar sagen. Und die Zustimmungswerte dafür sind auch gering. Es gibt da nur zwei Möglichkeiten und diesem Märchen, was Sie jetzt erzählen, das habe ich ja von Alice Weidel am Wochenende auch genauso gehört, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie haben sich nicht kundig gemacht, wie die Vorschläge der Union sind, dann wäre es unwissend, ist auch schlecht für Politiker, oder sie wissen es, davon gehe ich aus, dann ist es gelogen, das ist noch schlimmer. Es ist eine falsche Behauptung, dass man sagt, die Lieferung von Taurus würde beinhalten, dass deutsche Soldaten in diesen Krieg eintreten. Das hat nie irgendjemand gefordert und im Übrigen unsere Position dazu hat sich auch in keiner Weise geändert, sondern die ist seit Monaten gleich. Es geht darum, dass wir Frieden wollen, aber den wird man nicht aus einer Position der Schwäche allein heraus erzielen und es ist einfach eine Falschbehauptung, was da kolportiert wird, mit wissentlichen Lügen von der AfD. Friedrich Merz wolle deutsche Soldaten in die Ukraine schicken. Das ist schlicht gelogen und auf der Grundlage von Lügen sollte man keinen Wahlkampf betreiben. Frau von Storch? Taurus-Lieferungen als solche sind schon anzugreifen. Es geht nicht nur um die Soldaten, die es braucht, um die zu bedienen. Aber sie wollen Taurus liefern. Und Taurus liefern heißt, mit deutschen Waffen wird Russland angegriffen. Auch das wollen wir nicht. Ja, was ist denn das für ein Argument? Das gilt dann ja theoretisch für alle Waffen. Das passiert ja jetzt schon. Ja, aber das ist, Waffen, die ausdrücklich geliefert werden, um die Reichweite zu erzielen, um Moskau zu erreichen, ist doch nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist genau das, was sie betreiben. Und ich glaube, wir können einen Punkt jetzt klar machen. Wir haben gerade über Herrn Trump geredet. Und das, was am Ende Herr Merz macht, sollte er Kanzler werden überhaupt, dann ist das vielleicht irgendwann im April nächsten Jahres. Da wird Trump lange schon einen Deal gemacht haben und wird einen Einfluss genommen haben auf die Entwicklung dort. Und da kann man nur hoffen, dass das dann der Frieden ist, von dem er jetzt schon spricht und von dem Herr Merz nicht spricht. Hier wird nicht von Frieden gesprochen, sondern Sie reden von Eskalation des Konfliktes, in dem immer mehr Waffen geliefert werden sollen. Das ist vollkommen abstrus. Redet Friedrich Merz von Krieg und von Frieden nicht? Nein, das ist einfach falsch. Und ich sehe auch mit großer Besorgnis, dass sozusagen die AfD, von denen habe ich jetzt aber auch nichts Besseres erwartet, aber bei der SPD sieht man das genauso mit diesem Bild des vermeintlichen Friedenskanzlers Olaf Scholz. Da werden wirklich Lügen verbreitet über unseren Kanzlerkandidaten in der Frage der Ukraine-Politik und ich halte das für fahrlässig. Und ich glaube, wir müssen uns schon vor Augen führen, jetzt geht es darum, deswegen ist es auch richtig, dass Friedrich Merz jetzt am heutigen Tag unter anderem mit dem polnischen Präsidenten Donald Tusk im Gespräch ist, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir eine Wahrnehmung als Europa insgesamt haben. Wir brauchen jetzt zügig eine Kontaktgruppe mit Polen, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Und Olaf Scholz ist da außen vor. Der macht mit falschen Behauptungen und auf dünner Faktenlage jetzt innenpolitischen Wahlkampf. Und das halte ich nicht für klug. Gut, wir waren ja bei der AfD und der CDU. Olaf Scholz ist nicht Mitglied von einer von beiden. Frau von Storch, Herr Höcke hat gesagt im Januar bei einem Bürgerdialog in Gera, wenn er Bundeskanzler wäre, dann wäre seine erste Auslandsreise eine nach Moskau. Will die AfD die Westbindung austauschen gegen eine stärkere mit Russland? Nein, die AfD möchte, dass Politik im Interesse unseres Landes gemacht wird. Und das bedeutet, wir wollen gute Beziehungen haben zu allen Ländern, zu Russland und zu den Vereinigten Staaten gleichermaßen. Das ist egal. Also sind die gleich für Sie beide? Und wenn Herr Höcke sagt, zuerst nach Moskau und dann nach Washington? Für uns sind die deutschen Interessen an vorderster Stelle. Und das bedeutet, dass wir versuchen, mit allen möglichen Ländern gute Beziehungen zu haben. Genauso zu Russland. Und da ist vermutlich jetzt etwas mehr zu verbessern als in dem Verhältnis zu den Vereinigten Staaten. Also Bündnispartnerschaften, die mal gegolten haben, zählen dann nicht. Also erst nach Moskau, dann nach Washington. Nein, sozusagen, ob man am ersten oder am zweiten Tag wohin fährt, ist, glaube ich, nicht das Relevante. Nee, das war die Botschaft von Höcke. Das war die Botschaft von ihm. Ja, das kann zuerst nach Washington, sein. Also dezidiert erst nach Moskau. Die Frage ist, vielleicht würde ich erst nach Washington und dann nach Moskau fahren. Aber faktisch wissen wir, dass zwischen Washington und Moskau verhandelt wird, ob in der Ukraine Frieden sein wird. Und da wird die CDU nicht beteiligt sein, da wird Deutschland nicht beteiligt sein. Wir werden davon aus der Zeitung erfahren, Sie auch. Europa also das heißt, das ist relevant. Wo würde denn Herr Merz als erstes hinfahren? Nach Washington und richtigerweise vielleicht auch Paris eher sogar. Wichtig ist nämlich deswegen das Bild, das Sie zeichnen, das ist ja kein Automatismus, dass es nur zwischen Moskau und Washington besprochen wird, sondern wir müssen natürlich sehen, dass wir innerhalb Europas
das auch stabilisieren, was Olaf Scholz ins Wanken gebracht hat. Sein Verhältnis zu Macron ist schlecht, das Verhältnis zu Polen ist schlecht. Ja, und das müssen wir reparieren, denn Trump wird uns natürlich auch als Europäer ohnehin nur dann ernst nehmen, wenn wir es wirklich schaffen, mit einer Stimme zu sprechen. Und daran würde Friedrich Merz sicher arbeiten. Ja, ich frage das auch deshalb, weil es ja wirklich um Verbündete geht. Also die AfD hat jetzt einen Entwurf für ein Programm zu den Wahlen. Und da haben sie zum ersten Mal wirklich den Austritt Deutschlands aus der EU schwarz auf weiß stehen. Sie sagen, das wäre notwendig. Es gibt Wirtschaftsinstitute, die sagen, das kostet der Wertschöpfung in Deutschland so viel wie Corona und Energiekrise zusammen. Also, wenn Sie aus dem Programm zitieren würden, dann würden Sie nicht nur die Hälfte eines Satzes lesen, sondern der Satz geht weiter. Und die Gründung einer neuen europäischen Gemeinschaft als Wirtschafts- und Interessengemeinschaft. Das heißt, wir wollen aber der wichtige Teil ist, dass Sie aus der EU erst einmal austreten wollen. Der wichtige Teil, nein, das ist nicht korrekt. Sie zitieren falsch. Und die Gründung einer neuen europäischen Gemeinschaft als Wirtschafts- und Interessengemeinschaft. Das ist, was wir wollen. Und wenn Sie dann noch einen Satz weiterlesen, das empfiehlt sich immer, dann steht da, dass wir das mit den Partnern verhandeln wollen, mit denen man eine neue Gemeinschaft gründen kann. Und dass wir dann die Politik gemeinsam betreiben, die besonders wichtig ist. Und was uns besonders wichtig ist, das ist ein gemeinsamer, freier Markt. Und nicht eine politische Union, keine Vereinigten Staaten von Europa, sondern ein gemeinsamer freier Markt und der Außengrenzschutz. Das steht alles in dem Programm drin. Ist richtig, aber Sie können natürlich in Ihrem Programm nicht schreiben, was alle anderen Partner machen, ob die dann die EU tatsächlich eintauschen wir können wollen. Wir können da nur schreiben, was wir wollen. Und das ist, können Sie natürlich nicht bestimmen. Der erste Punkt wäre tatsächlich, diese EU ist nichts für die AfD, da wollen Sie raus. Das ist doch etwas, Nein, das ist, wenn Sie das, gucken Sie es, machen Sie einen Faktencheck nochmal, das haben wir schon mal gemacht. Ins Netz für alle, die es nachlesen wollen, steht da drinnen, erstmal Gründung einer neuen europäischen Gemeinschaft und einen freien Markt. Was wir nicht wollen, ist die immer enger werdende Europäische Union mit politischen Entscheidungen, die in Brüssel getroffen werden, mit Mehrheiten aus anderen Ländern. Das finden wir nicht demokratisch und deswegen haben wir festgestellt, dass das nicht demokratisch ist und dass es auch nicht reformierbar ist. Man kann viel kritisieren an der Man kann viel kritisieren auch an der Europäischen Union, aber dem Grunde nach ist das natürlich reines Wünschtier, was hat mit außenpolitischer Realität rein gar nichts zu tun, denn die Realität ist, mit diesem EU-skeptischen Kurs, den Sie vertreten, würden Sie Deutschland isolieren und wirtschaftlich ruinieren. Und deswegen ist es auch richtig, dass die Wirtschaftsverbände vor genau diesem Schritt warnen. Die AfD, die steht für den Abstieg für Deutschland, und zwar wirtschaftlich und moralisch. Und das ist das, was das große Problem eben auch ist. Dieser EU-Austritt würde bei all den Dingen, wie man die EU kritisieren kann, aber die Grundlage zerstören des deutschen Geschäftsmodells, das natürlich auf einen florierenden Handel mit seinen Nachbarländern setzt. Und zu glauben, man könnte das sozusagen mit einer rein nationalen Lösung angehen, das ist wirklich eine Wunschvorstellung. Mit einem Verbund, um das nochmal aufzugreifen, was Frau von Storch sagt, also die EU ersetzen durch einen Verbund, der sich... Ja, wer soll denn das machen, wenn wir uns jetzt mal hypothetisch, Gott schütze uns davor, wir stellen uns vor, Alice Weidel würde Bundeskanzlerin werden. Glaubt denn irgendwer, dass dann in Paris oder in Amsterdam oder in Warschau da irgendwie die Sektkorken knallen und die Leute sagen, das ist die Frau, mit der man über die Zukunft Europas verhandeln kann? Deutschland würde sich absolut außenpolitisch in Europa und in der Welt isolieren und das wäre ein schwerer wirtschaftlicher und auch historischer Schaden für Deutschland. So, eine letzte Frage würde ich gerne mit Ihnen diskutieren. Sie betrifft die Lage in Syrien und das, was man in Deutschland eben auch sehen kann. Das nämlich auch, das sind die Bilder, die uns erreichen, seitdem das Regime von Assad gestürzt ist. Es wird gefeiert, auch in Deutschland auf den Straßen. Viele Syrer sind nach Deutschland gekommen. Alice Weidel hat mit Blick auf die Demonstrationen in Deutschland gesagt, wer in Deutschland das freie Syrien feiert, bei dem liegt augenscheinlich kein Fluchtgrund mehr vor. Er sollte umgehend nach Syrien zurückkehren. In dem Sinne von Frau von Storch, gleich alle abschieben? Ja, selbstverständlich. Also das heißt, diejenigen, die hier Fluchtgrund Assad hatten, jetzt feiern, dass Assad weg ist, gibt es keinen Grund, dass die jetzt nicht zurückkehren. Ich glaube, man muss die eigentlich nicht abschieben, sondern ich denke und erwarte, dass die freiwillig jetzt ausreisen. Denn was, wenn sie es nicht tun? Ja, wenn sie es nicht tun, dann muss abgeschoben werden, ist doch gar keine Frage. Also wer die Befreiung von Assad feiert und
das hier auch zum Ausdruck bringt, der hat ja quasi erklärt und dokumentiert, dass sein Fluchtgrund nicht mehr vorhanden ist. Also dazu sagen, die müssen jetzt nicht zurück. Ich verstehe das nicht, dass das überhaupt noch gefordert wird, dass die Linken das partiell tun und die Grünen sich auch dagegen sperren. Das ist wieder normal und das sind die, mit denen sie dann in einer Koalition versuchen, die am Ende loszuwerden. Das heißt, sie versprechen den Menschen genau das, was wir den Menschen auch versprechen und wollen das hinterher mit den Grünen setzen und durchsetzen und sie wissen, dass es nicht funktioniert. Wie ist Ihre Position dazu? Zeigt, dass die Perspektive da ja auch eine völlig falsche ist. Natürlich müssen wir darüber reden, was heißt das Ganze, die jetzt noch fragile Situation in Syrien, mittelfristig für die Menschen, die hier sind. Da fände ich es sehr gut, wenn viele sich beteiligen an diesem großen Projekt der Freiheit dort. Aber wir müssen jetzt erstmal die Faktenlage klären. Das finde ich erstmal entscheidend. Und deswegen ist auch richtig, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge jetzt erstmal keine Asylverfahren mehr entscheidet. Und natürlich ist es so, dass in der Tat der Fluchtgrund entfällt, viele dann freiwillig zurückreisen können und im Zweifel auch der subsidiäre Schutz endet. Wichtig ist doch aber erstmal, dass wir jetzt sehen müssen, wie geht dort die politische Lage in dieser fragilen Region weiter. Und ich will mal eins sagen, ehe ich jetzt darüber in Zorn ausbreche, dass sich die Menschen, die vor Assad geflohen sind, in Deutschland darüber freuen, würde ich erst mal sagen, es ist für die Welt gut, dass diese Foltergefängnisse enden, dass ein Diktator dieses Land verlassen hat, der seine Menschen mit Giftgas, die Bürger mit Giftgas dort attackiert hat. Das ist erstmal eine gute Sache und wir müssen jetzt schauen, wie sich die Lage dort entwickelt. Nicht naiv, sondern mit bewusster Skepsis, auch in der Frage, was finanziert man da nicht. Und deswegen ist der Vorschlag von Jens Spahn richtig, der gesagt hat, wir unterstützen alle diejenigen, die jetzt freiwillig nach Syrien gehen wollen. Das ist der erste Schritt. Und für den Bleibestatus ist klar, wenn sich das politische System ändert, dann wird auch der Schutzstatus von Syrern hier in Deutschland zum Teil entfallen. Gut, das wird sich zeigen, wie die Entwicklung ist. Ich danke Ihnen für den Moment heute, für die Position. Vielen Dank, Philipp Amthor, vielen Dank, Beatrix von Strauß. Vielen Dank.